Hallo, liebe Freunde, Bekannte und interessierte Zuschauer. Mein Name ist Jürgen und ich bin der schamanische Berater der spirituellen Regenbogengemeinschaft Antor. In dem heutigen Video möchte ich erklären, dass die Meridian-Expedition nicht zu Ende ist, sondern dass sie hier in Bulgarien weiter fortgeführt wird. Ich habe in den vergangenen Videos berichtet, dass wir hier in Bulgarien im zentralen Balkangebirge einen besonderen Ort gefunden haben, der mir persönlich, aber auch der spirituellen Regenbogengemeinschaft eine große Resonanz bietet. Das heißt, von wo wir aus in besonderen Weise über Mutter Erde auf Europa und Asien Einfluss nehmen können. Ich hoffe, das ist in den vorherigen Videos nicht so verstanden worden, dass es europaweit nur diesen einen Ort gibt, wo man im schöpferischen Sinne leben kann. Das ist nicht der Fall, sondern es gibt mehrere Orte im zentralen Balkan, wo das für uns möglich wäre, grundsätzlich. Aber wir haben bisher nur diesen einen Ort gefunden, wo wir das im Materiellen auch umsetzen können. An anderen Orten, wo das durch geologische Gegebenheiten auch möglich wäre, sind diese Plätze schon von anderen Menschen belegt, besetzt, die dort also seit langem oder längerem wohnen, die sich dort Wochenendvillen hergerichtet haben, weil sie dort die Natur genießen wollen. Das ist dann aber eben ein Ort, wo wir nicht wirken und agieren können, sondern wir möchten uns schon als Gemeinschaft in einer gewissen Weise abgrenzen, um in unserer Energie möglichst viel positiven Geist entstehen zu lassen. Und dieser Geist, der aus dem Endhimmel nach Überprüfung wieder zurückkommt, sich um uns herum einordnet in einer gegebenen Natur. Und dieses Einordnen in bestimmten natürlichen Gegenständen, in bestimmten Energien, hat immer damit zu tun, was ein einzelner Mensch mit in starker Resonanz steht. Und das wiederum hängt damit zusammen, was hat seine lichte Seele, die ja ein Teil des reinsten Lichtes ist, was hat dieser lichte Seelenteil in ihm in diese Welt mitgeschaffen? Ich sage jetzt einfach mal als Beispiel. Das kann eine besondere Naturlandschaft sein, zum Beispiel eine Auenlandschaft oder ein Hochgebirge oder Luft oder Wasser. Und so sind viele Dinge, die unsere Welt ausmachen, die ja von der lichten, von der geistigen Welt geschaffen wurde, wo denn die einzelne menschliche Seele mit diesem oder jenen in starker Resonanz steht. Wenn jetzt der positive Geist aus dem Endhimmel zurückfließt, können Menschen mit ihrem Bewusstsein darauf einwirken, dass genau diese Dinge im besonderen Maße mit Geist durchdrungen werden und somit beseelt werden. So, und die spirituelle Regenbogengemeinschaft hat eben mit bestimmten Dingen, wo sie in besonderer Resonanz mitsteht. Und deshalb ist es für uns immer wichtig, an besonderen Orten zu wirken und zu agieren, um mit diesem positiven Geist so viel zu erreichen, dass man Licht in die gesamte Bewusstseinsebene entwickelt. So, und meine Aufgabe war schon vor der Reise mit der Stahlratte in Bulgarien auf Europa und Asien einzuwirken, um dort eine Verknüpfung, eine Verbindung, eine friedliche Verbindung entstehen zu lassen. Auch das ist jetzt wieder der Fall, dass wir versuchen, in besonderer Weise auf Okzident und Orient einzuwirken, um Liebe, Frieden in diese Teil unserer Welt hineinzubringen. Und dafür suchen wir den idealen Ort, um die bestmöglichen Hilfen zu haben. Das heißt, mit dem, was in den letzten 3 Jahren im Wesentlichen an Manipulationen aufgelöst wurde, wird es weltweit Orte geben, Plätze geben, Landschaften, Wälder geben, die im Einzelnen beseelt werden. Ursprünglich war es so, dass unsere ganze Welt, die ganze Pflanzenwelt beseelt war. Das ist zurzeit aber nicht so.
Das ist schon seit längerem nicht so, dass wir Menschen den Geist daraus verdrängt haben, weil wir eben keinen positiven Geist mehr entstehen lassen. Aber mit diesen Auflösung von Manipulationen wird es wieder Raum und Möglichkeiten geben, dass kleine Landschaftsgebiete beseelt werden können. Dafür müssen aber bestimmte geologische Grundvoraussetzungen bestehen, Verknüpfungen bestehen. Deshalb den Ort, den wir jetzt gefunden haben, ist so, dass ich mit mehreren Lichtzentren verknüpft bin und mit eine ganze Reihe von heiligen Orten verknüpft bin. Und das ist wichtig, um diese Arbeit, diese energetische Arbeit umzusetzen, dass wir mit dem, was alle Sperebus gemeinsam als ihre Grundnatur in sich tragen, dass wir mit dem entsprechenden Bewusstsein darüber auf diese Energiebahnen, auf die Meridiane, die durch den Balkan fließen, Einfluss nehmen können und haben so vom Zentralbalkan aus die Möglichkeit, bis auf das Schwarze Meer einzuwirken, aber auch Richtung Westen, über Serbien, Mazedonien, Albanien, Slowenien, bis hin wir also zu den europäischen Alpen Einfluss nehmen, um dann von dort aus auf bestimmte Elemente Einfluss zu nehmen, um diese schöpferische Liebe über Europa und Asien auszuweiten. Um so wünschen wir uns, Frieden in diese Welt zu bringen, aber auch vor allen Dingen all die Menschen zu erreichen und denen ihren Seelengrund so zu stärken, zu unterstützen, dass sie den Mut haben, in ihrem Leben etwas zu verändern, indem sie zum Beispiel diese Zivilisation den Rücken kehren, Gleichgesinnte suchen, mit denen sie neue Gemeinschaften in Naturlandschaften entstehen lassen. Jetzt kann ich nicht überall sagen, wo es solche Plätze gibt, in diesem Land und in jenem Land. Fakt ist, in den europäischen Ländern, wo der größte Industrialisierung stattgefunden hat, in den letzten, sage ich mal, rund 300 Jahren, dass die in der Regel die größte Zerstörung innerhalb von Mutter Erde erlangt haben, so wie ich das in vergangenen Videos auch schon angesprochen habe. Deshalb die Länder, wo wenig Industrialisierung stattgefunden hat und somit eben auch wenig Zerstörung an Mutter Erde stattgefunden hat, kann man davon ausgehen, dass dort die meisten Meridianbahnen und somit Verknüpfungen zwischen heiligen Orten und Lichtzentren bestehen und dass darüber eben auch eher mehr Orte bestehen, die durch das Bewusstsein von entsprechenden Menschen beseelt werden können. Und wir haben in den letzten 17 Jahren als Gemeinschaft erfahren, dass wir Menschen auf keine geistige Hilfe verzichten wollen, um das Optimale für uns in dieser Welt zu erreichen. Also ich persönlich sehe es als Hochmut an, wenn man das Bewusstsein, das Wissen darüber hat, an diesem Ort energetisch am besten wirken zu können, dort nicht hinzugehen, um diese Tätigkeit zu vollrichten. Man hat uns das in den letzten Jahren immer wieder so ein bisschen, wie soll ich sagen, fast beschuldigt, dass wir diesen Ort verlassen, der doch so wunderschön ist, um jetzt dorthin zu gehen, um unsere Arbeit, unsere energetische Arbeit umzusetzen. Aber wenn es nicht Menschen gibt, die diese Bereitschaft in sich tragen, dann ist diese Welt tatsächlich hoffnungslos verloren. Es gibt leider viel zu wenig Menschen, die loslassen können, und das nicht blauäugig, sondern mit dem Bewusstsein, dass es eine Möglichkeit, eine Chance gibt, mit einem Ortswechsel eine besondere Form von Licht in diese Welt zu bringen, um diese Welt zu etwas Positiverem werden zu lassen. In dem Falle von den letzten Jahren die Möglichkeit zu schaffen, für alle Menschen einen idealeren Läuterungsort hervorzubringen. Und das ist ja der einzigste Grund, warum diese Welt geschaffen wurde. Und man muss ganz klar sagen, diese Bahnen, die da zerstört sind, da werden wir Menschen nicht so in der Lage sein, diese ohne weiteres zu reparieren
und wieder im Gang zu setzen. Also man kann, wenn kurze Blockaden bestehen, die kann man auch mit dem Bewusstsein und seiner Gedankenkraft, könnten Menschen die ausgleichen. Aber es gibt wirklich grobstoffliche Zerstörung an Mutter Erde. Da sind wir Menschen nicht so in der Lage, das auszugleichen, auch nicht mit unserem Bewusstsein. Wir müssen einfach sehen, über Millionen von Jahren ist diese Erde entstanden, haben sich mit Erdverschiebungen, Kontinentalverschiebungen, haben sich Gebirge entwickelt, haben sich geologische Strukturen im Erdinneren gebildet und somit Meridianbahnen entstanden, in dem immer und immer wieder aus dem Erdinneren, aus dem Erdkern, schöpferische Liebe auf die materielle feste Erdkruste eingewirkt, um Veränderungen, Verschiebungen stattfinden zu lassen, um solche Energiebahnen entstehen zu lassen. Auch wie fossile Stoffe wie Öl, Gas, Kohle und dergleichen gehören mit dazu, gehören eigentlich dazu, dass von dort aus Energien übertragen werden, Energien auf Menschen Einfluss nehmen, um Läuterung stattfinden zu lassen. Und in den rund letzten 300 Jahren ist gerade in Westeuropa, wo eigentlich die Hochkultur sich entwickelt hat, ist so viel Zerstörung ausgegangen auf Mutter Erde, dass da viele Dinge sind, die sind einfach nicht reparabel. Auch wenn es hier und dort wunderschöne Naturlandschaften noch gibt. Aber wie gesagt, diese Strukturen im Erdinneren sind so stark geschädigt durch die unterschiedlichsten Eingriffe von uns Menschen, dass wir sie auch mit Bewusstheit nicht ausgleichen können. Und das ist der Grund, warum wir uns mehr Richtung Osten und im Endeffekt wieder hier in den Balkan niedergelassen haben. Da gehören auch noch andere Dinge zu. Es hätten mit Sicherheit auch andere Länder gegeben, wo das durchaus möglich gewesen wäre. Nur in der Zeitspanne, die uns Menschen alle bleibt, haben wir uns im Endeffekt auch für Bulgarien entschieden, weil wir kennen die Grundstrukturen hier in Bulgarien, wie Menschen hier ticken, wie Staat tickt, wie Verwaltungen ticken, wir kennen die Sprache. Das andere ist aber auch das Preis-Leistungs-Verhältnis, was wir als Mensch hier vorfinden. Und all die Dinge zusammen, auch was Schulpflicht angeht, gibt es einfach westliche Länder, die wären vielleicht in gewisser Weise in Frage gekommen. Aber wir haben einige Kinder unter uns, denen wir nicht in eine Schulpflicht reinzwängen möchten. Und das sind alles Dinge, die eine Rolle mitgespielt haben, warum denn im Endeffekt Bulgarien für uns die Wahl war, wo wir wieder hingegangen sind. Und dann eben der Balkan, der einfach diese geologische Strukturen hat, wo wir die Vernetzungen zu heiligen Orten, zu Lichtzentren vorfinden. Im Zuge der Meridian-Expedition habe ich persönlich mit 4 Lichtzentren auf den Ozeangrund gewirkt. Und hier vom Balkan aus kann ich immer noch über geologische Strukturen mit 3 dieser Lichtzentren mich verknüpfen und verbinden. Ich habe von hier immer noch die Verknüpfung zu Südamerika, zu der Karibik, auch zu den Kanaren, dass ich von hier aus mit Lichtzentren und heilige Orte verbunden bin, um die Lichtarbeit umzusetzen, die man uns nahegelegt hat von der geistigen Welt, dass wir die übernehmen sollen, dass die Manipulationen aufgelöst sind und wir diese angefangene Lichtarbeit von vor rund 8 Jahren wieder weiter fortführen. Aber das jetzt eben nicht vom Weißflusstal im Südosten von Bulgarien, sondern eigentlich vom Zentrum von Bulgarien, vom Zentralbalkan aus, wo einfach bessere geologische Gegebenheiten vorliegen, um diese Arbeit bestmöglich tun zu können. Wir Menschen haben genug Schwächen, auch ich, die wir uns erlauben oder die uns einfach passieren. Aber auch noch auf Hilfen zu verzichten, die die Schöpfung uns jetzt im Moment noch ermöglicht, das hielte ich denn tatsächlich für Hochmut. Und hochmütig ist das, was er am allerwenigsten sein möchte. Und deshalb haben wir uns für Bulgarien entschieden, für den Zentralbalkan entschieden und für den Ort, wo wir jetzt anfangen, uns niederzulassen.
Für den heutigen Tag wünsche ich euch alles Gute und ich hoffe, die vergangenen Videos sind da vielleicht noch mal ein bisschen besser verständlich, weil wir hatten so Reaktionen, um Gottes Willen hier und da, alles, wie heißt es, ist nicht möglich und. Um Gottes Willen, wie heißt es, Europa ist im Ganzen nicht grundsätzlich schlecht. Sonst wären wir, wie heißt es, nicht nach Europa zurückgekommen. Aber man muss einfach ganz klar sagen, mein geliebtes Deutschland ist für die Lichtarbeit aus meiner Sicht, wo ich mit all den Hilfen und mit den Energiebahnen, die die Schöpfung angelegt hat, arbeiten möchte, am allerschlechtesten geeignet. Und das ist der Grund, warum ich dort nicht hingegangen bin. Aber eben auch andere Dinge, die wir also Gesetze erlassen haben, die Dinge, die sich in den letzten Jahren dort einfach strukturiert haben und deshalb also eine bestimmte Lebensweise sehr einengen. Von daher glaube ich, für den heutigen Tag genug Verset weitergegeben zu haben und konnte hoffentlich den ein oder anderen Sachen Verset noch mal besser erklären. Und ja, dass nicht zu viele Leute Verset uns kontaktieren, ob denn ihr Garten auch Verset ein idealer Ort wäre für Lichtarbeit zu machen. Das soll und muss im Endeffekt jeder für sich selber entscheiden. Ganz gleich, wie diese Entscheidung ist und mit welchen Hilfen und Mitteln jeder Einzelne wirkt und agiert. Jeder ist verantwortlich für das, was er tut und kann im Nachhinein sich nicht beschweren, dass er nicht so viel Licht hervorgebracht hat, wie das hätte sein können. Wie gesagt, in den vergangenen Videos habe ich es angesprochen, Losgelöstheit ist oft ein sehr intensives Hilfsmittel, um dann tatsächlich das wahrzunehmen, das zu fühlen, das Bewusstsein zu erlangen, was jeder Einzelne haben könnte. Von daher, den heutigen Tage mit Liebe im Herzen. Ciao, ciao, euer Jürgen. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more